Exklusiv steht drauf, exklusiv Professional. Ja, was ganz Besonderes, ein unglaublich langer Detlefs, der es aber wirklich in sich hat. Ein Fahrzeug mit Doppelachsen und ja, richtig lang. Der 67 FR. Da steht er, exklusiv 67 FR, und den haben wir in 2 Versionen da. Wir behandeln jetzt diese Version hier. Der hat ein französisches Heckbett und ein Raumbad inkludiert. Und wir haben eine zweite Version hier stehen. Der hat ein Kinderzimmer mit drin im Heck. In der Front, und hat zusätzlich noch ein ganz großes Querbett mit drin. Alles natürlich ausgerüstet mit ATC, wie sich das gehört. Preis um die 40.000, zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Und wir sind bei AMC Schmidt in Idar-Oberstein. Ja, diese Fahrzeuge hier waren die letzten Professionals von Detlef für eigentlich Schausteller. Aber auch ganz normale Menschen finden großen Gefallen an denen, weil sie unglaublich viel Raum bieten. Korrekt. Hallo Sven. Hallo. Ja, es ist ein tolles Fahrzeug. Allein die Optik, die überzeugt. Aber diese Fahrzeuge sind gebaut für einen professionellen Einsatz. Das heißt, man kann das ganze Jahr über drin wohnen, und sie bieten unglaublich viel Platz. Ja, korrekt. Also für die Familie, für, wie du sagst, Schaustellerfahrzeuge sind das. Ja, mit 4 Plattenkocher und. Schauen wir uns an. Ja, schauen wir uns an. Also ich selber habe ja auch einen Tabat, mein eigen, der auch eine französische Ausstattung hat. Gut, ich wohne jetzt in Frankreich, aber der hatte keine Toilette. Der hier hat jetzt auch keine Toilette, aber das ist problemlos nachrüstbar, hast du mir gesagt. Also ihr könnt jederzeit in der Werkstatt eine Toilette einbauen. Der Kunde kann sogar noch sagen, wo er sie genau hin hätte. Es gibt aber auch eine mobile Toilettenversion. Also wenn jemand sowas haben möchte, das ist kein Problem, sowas nachzurüsten. Wir schauen uns das gleich mal an. Das Besondere hier ist das Raumbad. Du hast ein Raumbad mit drin, das ist riesig. Ja, das ist riesig. Das schauen wir uns jetzt an. So, hier steht er. Das ist das Heck. Übrigens das Heck, das gleiche nochmal auf der rechten Seite. Hier in Idar-Oberstein. Wir haben tolles Wetter. Filmen heute am 18. November 2020. Das sind wirklich die letzten beiden, die ihr bekommen habt, oder? Das sind die letzten, wo wir bekommen haben von der Serie, die Detlefs dann nachher eingestellt hat, ja. So. Ja, geh mal rein. Also nicht wundern, wenn Sie jetzt einen Detlefs Wohnwagen haben. Das hier ist schon eine andere Klasse, eine große Aufbautür, XXL Breite. Dann unten ist direkt ein Mülleimer mit eingebaut. Ich habe sehr markant, Fliegengitter ist natürlich mit drin. Wenn du mal so lieb bist, mach das mal zu. Das Fliegengitter. Rechte Seite, genau. So, nochmal auf bitte. So, LED-Beleuchtung ist mit drin. Ich habe auch verstärkte Leisten an mehreren Stellen noch mit drin. Habe eine Kederschiene umlaufend, die also für ein komplettes Vorzelt gedacht ist. Und einen sehr niedrigen Einstieg. Und was direkt mal auffällt ist es nicht gedreht? Mit Absicht. So, denn der ist flammneu, oder? Der ist komplett funkelnagelneu, genau. So, riesengroße Hecksitzgruppe, eine Truma Aventa mit drin, eine Klimaanlage ist mit eingebaut, umlaufende Schränke sind komplett mit drin, ein riesen Heki, das ist wirklich ein Traum. 2,8 Tonnen. Das heißt, ich brauche ein Zugfahrzeug, ginge, ich überlege mal gerade mit meinem, es geht noch nicht mal mit meinem VW-Bus. Also das Beste wäre hier wahrscheinlich ein SUV oder ein, ein Renault Master oder sowas in der Art. Also das heißt, dass man... Wohnwagen, richtig. Autos müssen verschauen. Also er braucht 2,8 Tonnen Anhängelast, die er dann hat. Aber das Schöne ist, ich habe eine ordentliche Zuladung. Ich habe im Reisemobil habe ich hier On-Off, habe die Technik hier oben drin. Ich habe einen Do-Control mit drin. Das heißt, ich kann 2 Gasflaschen anschließen, die automatisch umschalten. Hast du alles in dem Moment in dem Fahrzeug. Hast eine Klimaanlage, jetzt haben wir schönes Wetter, du siehst Lichteinstrahlung. Alles da. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt mal es gibt ja auch Leute, die kaufen sich so ein Fahrzeug, stellen das auf einen Campingplatz. Wie cool ist das denn? Die Erweiterung. Du mit deiner Küche. Ich mit meiner Küche. Ist mit Küchen. Ist so, das heißt, du kannst den Arbeitsplatz hier erweitern. Es gibt Leute, die stellen sich den auf den Campingplatz, lassen ihn fest da, das ist auch möglich. Das machen auch relativ viele. Das heißt, die haben so einen Dauercampingplatz, wenn ich was Neues haben möchte, anstelle von einer Eigentumswohnung. Genau, im Endeffekt ist das eine Eigentumswohnung, richtig erkannt. Und man hat alles, was das Herz begehrt. Du siehst ja hier
Wo hast du noch einen 4-Platten-Kocher? 4-Plattenkocher habe ich noch nie gesehen im Wohnwagen. Das ist also professionell. Auf der rechten Seite Große Spüle. eine Riesenspüle. Hammer. Da lacht sogar die Sabrina. Ja. Oben drüber habe ich Schränke. Mach mal auf, bitte. So, Da ist er. Zweimal. Dann habe ich die gleiche Tedford-Einheit wie in großen Reisemobilen. In der Liner-Klasse habe ich einen eigenen Gefrierschrank mit drin, habe drunter direkt einen großen Kühlschrank. Genau. Das heißt, riesengroß. Jetzt bei denen. Links unten. Hier normalerweise. Da, genau. So, einmal so, Das weiß ich aber einmal nur unten. deswegen, So. weil ich denselben Kühlschrank habe. So, das ist der. So, das Ganze natürlich auch auf mehrere Arten zu bedienen. Oben drüber habe ich noch ein Fach, da könnte ich eine kleine Mikrowelle einbauen. Es gibt tatsächlich, die haben dann ja Backöfen oder Mikrowelle, weil sie ja halt einfach auch das ganze Jahr über drin sind. Die Möglichkeit, da was nachzurüsten. So, Ablagen hier vorne drin. Auf der anderen gegenüberliegenden Seite habe ich ein großes Sideboard mit Beladungsmöglichkeit. Hier ist die Heizung drüber. Richtig? Und hier habe ich ein Staufach, was ich einmal von vorne bedienen Einmal kann. von hier und einmal genau von vorne. So, ist hintergrundbeleuchtet alles. Oben drüber habe ich, also so richtig schön wohnlich, habe ich auf der Seite so ein Sideboard. Da kann ich was draufstellen, zum Beispiel einen Fernseher. Oder könnte, ich sag mal, auch eine Ablage hier bilden, wo ich da mal irgendwas ablege, was ja oft fehlt, ist ja bei Wohnwagen, du weißt gar nicht, wo du irgendwas hinlegen sollst, wenn du mal gerade so reinkommst. Genau. Das ist so. Hier hast du immer, wenn du so ein Sideboard hast, ist immer schön, wirklich mal einen Fernseher oder irgendwo was hinzustellen oder wie du sagst, jetzt eine Ablage. Ui, ein Vögelchen haben wir auch, der Rauchmelder. Der Rauchmelder-Batterie ist leer. Aber stark ist ja auch die Sitzgruppe. Das heißt, du hast diesmal kein Leder, sondern hast ein automotives Stoffpolster, was leicht zu reinigen ist, was ja auch ein Thema ist. Also das, Du hast eine riesengroße Landschaft. ich gehe mal einen Schritt zurück, dass man das Ganze mal komplett sieht. Das ist ein Wohnzimmer. Das ist ja ein Wohnzimmer quasi. Stark. Krass. Staukästen. Ja, dann habe ich eine Rundumsicht, die ist natürlich toll. Warte, ich setze mich mal ganz nach hinten, dass du das mal sieht und guck mal hier so rein. Wir gehen mal weiter rein. Warte, ich guck mal gerade, da ist die Sabrina. Hallo Sabrina. Ganz da hinten. Ganz nach hinten. Jetzt will das aber wissen hier. Ist das krass weit weg? Warte mal, ich komm mal zu dir. Jetzt, wo du dich da schön so reingeömmelt hast, ja, an die Ecke. Auf den Weg, das dauert eine Zeit. Jahre später komme ich dann ins Schlafzimmer und da sieht man so richtig schön, wie im Hotel quasi. Oder es ist wie im Hotel. Du hast also dein begehbares Bett, was du von allen Seiten begehen kannst. Das heißt, der eine kann schlafen, der andere kann ein- und aussteigen hier. Du hast Platz. Schlafzimmer. Ja. Cool. Denn auch hier kannst du zumachen. Du kannst hier eine Tür öffnen und kannst damit den Raum absperren. Das ist hier möglich. Ist einfach hier ein Heimkommen. Und das möchten die Leute, die diese Fahrzeuge kaufen. Du kannst hier in dem Moment einen Raum abtrennen, dann hast du halt einmal deinen Badbereich, halt ohne Toilette, aber oder du gehst hin, machst das, einmal hierzu und hast ein Bad hier in der Mitte. Das schaust du dir gleich alleine an. Ein Mittelbad, das da ist. Ich sehe mich mal ganz kurz hier um. Das hier ist das Schlafzimmer. Das ist der Ausblick. Hier hat man ganz große Gardinen geschaffen, die jetzt so das Gefühl entstehen lassen, dass das nicht nur dieses kleine Fenster ist, sondern wenn ich es mal hier in die Ecke halte, dann sieht man, hier oben sind Vorhänge von oben nach unten, die auch sehr modern sind, also nicht so diese alten Gardinchen, die man so kennt. Hier habe ich ein Sideboard, hier kann ich auch nochmal Fernseher draufstellen oder ein Notebook könnte ich draufstellen, wenn ich das möchte. Und große Schränke, überall Schränke und natürlich am allerwichtigsten einen großen Kleiderschrank für hängende Dinge. Du, es ist November, Sabrina, und es ist so warm. Das ist Wahnsinn, gell? Das ist Wahnsinn. Wir sind hier in den, also ich schätze mal, hier drin sind es bestimmt 22 Grad oder sowas. Und wir haben Mitte November, Ende November, ja. Wir haben den 18. haben wir eben gerade gesagt. Gell? Der 18. November. So, großer Kleiderschrank hinten. Und daneben nochmal ein Kleiderschrank. Gut, wenn du hier natürlich drin wohnst, da brauchst du viel Platz. Der ist aber hier gegeben. Und ich verweise grundsätzlich nochmal auf den Grundriss, den wir gleich uns angucken werden. Es gibt dieses gleiche oder ein ähnliches Fahrzeug hier in der gleichen Länge
gibt es mit Kinderzimmer im Heck, was ich persönlich ganz toll finde. Denn dann kann jemand auch mal einzeln schlafen. Zeig mal gerade die Sabrina. Meine Mama sieht mit Schuhen auf dem Bett. Nee, da ist ja jetzt Kunststoff drauf, muss man sagen. Das ist okay. Also wenn jetzt keine Folie drauf wäre, würdest du niemals drauf gehen. Nein. Aber Folie ist ja drauf, bleibt auch drauf. Was hat denn Detlefs bewegt, die Serie einzustellen? Weißt du das? Dass die Professionals... Kann ich nicht beantworten. Wahrscheinlich Absatz, Das oder? Absatz gehe ich davon aus, dass sich das eher nicht mehr rentiert hat oder was auch immer. Also wir haben halt die letzten 2 davon damals gekauft. Wir waren ja hatten Detlefs Vertretung gehabt. Ja, und schade um die Fahrzeuge momentan. Ja, wir zeigen jetzt auf jeden Fall. Also Nachrüsten, Toilette ist kein Problem. Wenn du mal kurz da reingehst, bitte. Wir haben einen riesen Raumbad und das zeige ich mal gerade. Setz dich mal ruhig mal hin auf die Toilette. Ist ja keine da. Ist ja keine da. Die wäre aber jetzt quasi, die wäre jetzt hier. Wir könnten hier auch viel bei den Schaustellern dann im Nachgang gewünscht halt eine Zahaka-Toilette oder irgendwas anderes. Was ist das, Zaka, mit dem Festtank? Zahaka-Toilette ist wie eine, wie soll ich das sagen, vielleicht sagt einem eher eine scheiße Häckselanlage etwas. So, du gehst auf deine Toilette, dann ist unten wie so ein Mahlwerk mit drin. Okay. Das macht das Ganze klein und wird durch den Schlauch dann nachher abgeleitet. Das geht, könnt ihr nachrüsten. Das geht. Okay, das heißt, da können auch die Leute etwas länger auf Toilette gehen, hat etwas mehr Fassungsvermögen quasi. Und wird direkt abgeleitet, nicht wie bei den Chemietoiletten, halt unten in den separaten Tank und man muss es entsorgen. Gott, also ein Festtank. So, dann hier auf der Ecke habe ich noch Platz. Ich habe einen riesen Spiegel mit drin, dass ich mich komplett sehe. Dann hier das Waschbecken in einer ordentlichen Größe. Da hast du überall Stauge. Die sprechen hier, ich glaube draußen steht am Preisschild 46, steht glaube ich drauf. Das nur, dass man da mal einen Preis hat. Push. Das ist eigentlich auch ein tolles Fahrzeug, wenn du das auch mal länger irgendwo stehen lassen möchtest. Also sage ich jetzt auf dem Mietcampingplatz oder sowas, so als Eigentumswohnungsersatz. Echter Hingucker, oder? Für das Geld. Ja. Dafür gibt es keine Eigentumswohnung. Schränke nochmal. Guck mal hier rechts, Sabrina. So, warte, das zeige ich dir. Alles schnell wieder zu. Bin mal gespannt, was hinter der Tür dann ist. hast Die du Dusche, gell? Die Gleich. Schränke. Schränke. Oder? Also nochmal Hängeschränke. Als ob der eine nicht genug ist, habe ich nochmal. Drunter wahrscheinlich nochmal. Hier sind jetzt Fächer drin, aber auch da kann man alternativ, könnte man auch eine Stange reinhängen, wenn man das will. Wobei die Böden sind eigentlich ganz gut. Ja, und wenn du jetzt hier hingehst und machst die Tür mal auf, grad dahin. sind wir 2 zusammen im Badezimmer. Das müssen wir uns mal überlegen. Ich mache mal die Tür auf. Komplett abgetrennt jetzt. Komplettes Raumbad und eine professionelle Dusche mit hohem Einstieg, sodass ich auch mal die Kinder hier duschen kann, ohne dass die gleich die Riesensauerei hinterlassen. Ja, rein theoretisch könntest du für so ein Kleinkind irgendwo sogar noch so eine Badewanne draus machen. Durch den hohen Einstieg kannst du da unten noch Wasser reinlassen und könntest da einfach planschen. Ich weiß nicht, wie klein die Kinder in Ida Oberstein sind, aber so ein kleines Kind, so bis so ein Jahr, 2, kann das so als Badewanne benutzen. Sehe ich genauso. Sehr cool. Du hast selbst Kinder? Nee. Ja, Wie viele Kinder haben wir denn? 1. Und junge Mädchen? Und ein großes Kind. Achso, dein Mann. So, hier ist ein... Mal gucken, hier kann ich die Sterne sehen eigentlich dann nachts. Nee, schön. Das mit dem Raumbad habe ich noch nie gesehen im Wohnwagen. Das ist so, ich mache viel Wohnmobile, da ist das so normal. Also das ist bei der größeren Klasse, aber im Wohnwagen, auch mit dem Platz hier. Wenn ich jetzt mal, warte, ich sperre dich mal kurz ein. Gerne. Dann gehe ich mal raus. Jetzt hier rausfilme. Komm mal mit, Sabrina. Und dann hier durchgehe und guck dann hier ins Wohnzimmer rein. Du hast also richtige Zimmer, die du abschließen kannst. Also wenn jetzt mal Besuch kriegst zum Beispiel, machst du einfach die Tür zu und Feierabend. Und Nachrüsten, Toilette, kein Problem. Kein Problem. Für Okay. uns kein Problem. So, und wenn jemand den haben möchte und sagt, ich will den gleich mit Toilette haben, auch da werdet ihr euch einig, wenn es denn nötig ist, ein 219er Detlefs. Ihr seid zufrieden gewesen mit Detlefs? Wir sind zufrieden So ist es. gewesen, ja. Muss ich ja jetzt auch sagen. Gewesen und auch immer noch. Das Fabrikat gibt es ja noch, Detlefs, aber wir haben es halt nicht mehr in der Vermarktung. Man muss dazu sagen, ihr seid einer der, oder wenn nicht der größte Tabathändler Europas, macht ganz viel Doppelachser. Ihr habt schon mit Tabat sehr, sehr viel zu tun. Thema Auslastung ist ja auch ein Thema. Ihr habt euch jetzt auf Tabat konzentriert, kann man so sagen, und macht Einheiten noch und nöcher. Ihr seid allein heute, glaube ich, 3 Fahrzeuge am Holen im November. Genau. Große. Jeden Tag sind wir jetzt die ganze Woche schon unterwegs, die Serie, die jetzt gelaufen ist, hierher zu bringen und dann dem Mann weiterzugeben und die Frau.
Die schon alle bestellt sind. Die ganze 221er ist nahezu vollkommen bereits jetzt schon ausverkauft. Die 22er kommt im August neu. Das heißt, also darüber reden wir heute, wenn ihr kommt, frei bestellbare Ware ab August 21 wieder, oder? Ab August 21, so schlimm wie es sich anhört, und da auch auf Nachfrage hin gucken wir immer noch, dass wir irgendwie vielleicht was bewerkstelligt bekommen. Also ruhig anfragen hier, Aber habt ihr das und das? genau. Ihr habt ja viele Händlerkollegen, es gibt einen Verband, da kann jeder sich auch mal aushelfen. Vielleicht kriegt man ja, ihr habt vor kurzem sogar einen geholfen, der hat noch ein KD bekommen von euch, den haben wir gerade eben gefilmt. Genau. Das war ein 500er KD von Tabat. Genau. Tabat, Da Vinci 500 KD, genau, den haben wir da besorgt. Besorgt. Genau. So, der fehlt wahrscheinlich auf irgendeinem anderen Parkplatz jetzt. Nee, es war Spaß. Nee, er hatte ordnungsgemäße Papiere. Ja, sicher hat er ordnungsgemäße Papiere. Nee, Spaß beiseite. So, ja, komm mal mit raus, ich mache die Abmoderation. Da steht er. Und ja, das ist jetzt der Preis, wie er mal hier steht, sage ich jetzt mal. Und wenn jemand Interesse hat, ruhig mal anrufen. Detlefs exklusiv 760 FR, Modelljahr 2019. Und der ist nicht zugelassen bis jetzt, richtig? Also ein komplettes neues Fahrzeug. Jeder wäre der Erstbesitzer, der ihn jetzt erwirbt und froh sein darf damit. Ja. So, und die Mehrwertsteuer, das ist wahrscheinlich Basis 19% im Moment. Das ist noch mit 19%, ja. So, aber wenn jemand Interesse hat, ruhig anrufen, da wird man sich einig. Wenn ich das so sagen darf, wir sind bei AMC Schmidt in Idar-Oberstein. Wenn du mir mal kurz beschreibst, wo ist Idar-Oberstein für alle Leute, die Edelsteine nicht mehr kennen? Für die Edelsteine nicht mehr kennen, ist richtig, genau. Zwischen dem netten Saarland, sage ich jetzt mal, ansässig im Hunsrück, zwischen, ich sage es einfach mal, zwischen Frankfurt und Trier, Saarland, so dazwischen Luxemburg. Da kann man uns finden an der B41. Leute kommen aus ganz Europa zu euch, also aufgrund dessen, dass ihr spezialisiert seid für große Wohnwagen. Ihr habt jetzt mittlerweile durch die Videos auch viele Anfragen für Einachser bekommen. Das geht auch, ruhig mal anfragen, also das ist kein Problem. Aber ihr seid Spezialisten für Wohnwagen, ihr habt keine Wohnmobile. Wir haben keine Wohnmobile, alles unmotorisiert, richtig. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Sabrina Fewinger von AMC Schmidt, die neue Geschäftsführerin. Du bist jetzt schon wie lange bei AMC Schmidt? Ich bin schon über 10 Jahre bei der Firma AMC. Als Geschäftsführerin, wie lange schon? Bin ich jetzt ein gutes anderthalbes Jahr. Anderthalbes Jahr, denn der Uwe wird uns zwar nicht verlassen, er wird ein bisschen kürzer treten. Ab 1.12. bist du alleinige Geschäftsführerin? Korrekt, ja. 1.12.2020, was ist das für ein Feeling, so eine große Firma? Ja, er ist ja immer noch da und da sind wir ja auch froh drum, nur ihm fällt es ein bisschen schwer, aber das verraten wir ihm jetzt nicht. Alles klar, so, ist aber schon offiziell. Vielen Dank fürs Einschalten. Also wenn Sie Interesse haben, wir zeigen euch gleich noch den Familiengrundriss in einem anderen Video. Exklusivserie von Detlefs. Tschüss, Sabrina. Ciao, Sven.